Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baldurs Gate 3. Wir sind in der letzten Folge im Smaragdhain angekommen und ich würde sagen, ich gucke mich direkt mal weiter um. Gibt es noch jede Menge Gesprächsbedarf? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Die Schmiede fällt ja gleich auseinander, seid ihr ein Schmied? Of sorts. Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned a lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery. Alas, my offerings are far more humble these days. Dann lasst mich mal eure Waren sehen. Wir waren zwar in der letzten Folge schon beim Händler, aber vielleicht hat der ja auch noch gute Sachen. Farbe kaufe ich auf jeden Fall. Ich finde das cool, dass man das ein bisschen individuell anpassen kann. Könnt den Langbogen ausrüsten. Da macht es schon mal mehr Schaden. Und ansonsten hatte ich ja erst soweit alles verkauft. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Gold. I miss my forge. I should speak up. You! Saw you fighting those slimy bastards. Fancy a bowl? Best to fill your belly now, while we still can. Was ist da eigentlich drin? Food. You want it or not? Look, it ain't much, but it might make all the difference. The only way we'll make it to Baldurs Gate is to run, and run hard. If a gnoll catches your scent, you'll need every bit of strength. Trust me. What I did Gegenstand erhalten, Grütze. Bestimmt in unserem Rucksack drin. Halt 3 bis 12. Ja, nice. Die nehme ich doch gerne. Ich glaube, hier kann ich nichts mitnehmen, was denen gehört. Why, hello, your sweetness. Ja, dann reden wir mal mit ihr hier. Ah, if it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh. There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Are you harsh, cold, feverish? Auntie Ethel will sort you out. I've lotions and potions galore. Seid ihr Alchemistin? Oh, nothing as fancy as that. But I come from a long line of women with a dab hand at such things. Aha! You take a sup at that and you'll feel right as rain, sweetie.
Was ist da drin? Oh, 'tis just a healing potion, nothing fancy. Here. You just look like you might need a pick-me-up. I'm sorry to go on about it, but are you all right? You're looking awful peaky. Ja, mir ging's schon mal besser. Oh, I've seen it all. I once had a fella who'd been caught dabbling with a dryad. The wife was none too pleased and introduced him to a pot of boiling oil. But worry not. I fixed him up, and depending on the lighting, he looks good as new. My point is, whatever ails you, I promise I've seen worse. What is it, Peckle? What's wrong? Ach komm. Ich hab einen Parasiten im Kopf. As you recount your adventure, Auntie Ethel nods along, her eyes wide. You poor pet! My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help. Serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. Das hier finde ich ein bisschen fies. Irgendwas in euch ist seltsam. Was denn zum Beispiel? I've collected some interesting bits and bobs over the years. You'll have to stop by my house, just at the edge of the forest. Let me mark it on your map. I'll be heading back soon, so I can meet you there. Now, do you need anything? I have a few odds and ends for sale. Hey, bother. Sie kann uns das ja mal zeigen. Gegenstand erhalten, Trank der mächtigen Heilung. Ja, das ist sehr gut. Trank der Unsichtbarkeit hat sie. Ein paar Kräuter. Aber ich glaube, ich komme auch gut ohne erstmal hin. Ansonsten kann ich ja immer noch zu ihr. I'd hate if something happened to you. Take care, Peck. Doesn't taste half Wenn ich bad. das lesen darf ich. The trader appears encouraged by your interest in this item, though of course you'll need to pay for it. Okay, darf ich doch nicht. Schade. Ist das hier eine Tür? Ja. Da wäre ich ja fast dran vorbeigelaufen. Verborgenes Gemach. Darf hier sein, oder? Zeflor, alter Kumpel. Have you spoken to Korga? Nee. Of course, you have your own business to attend to. But if the druids won't abandon this ritual of theirs, it will be trouble. For all of us. Okay, ist ja gut. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. Darf ich mir bei ihm das angucken? Eltergard. A lot of territory to cover before Baldurs Gate. Eine vergilbte Karte von Eltogard und der näheren Umgebung. Die Städte Baldurs Tor und Elturel sind beide eingezeichnet, doch ist die Wildnis dazwischen, die mit Notizen, Symbolen und Chiffren bedeckt ist. Die frischeste Tinte zeigt Piktogramme von Goblins und Knollen, die sich in den nahegelegenen Wäldern und Hügeln versammeln.
Vielfältigkeit ist das Blut, das in den Adern der Stadt pulsiert, sei es zum Gute oder Schlechten. Die Getreuten finden einen Ort zum Beten, die Hingebungsvollen finden Arbeit, die getan werden muss und, damit es alle wissen, die zu Besuch kommen wollen, die kriminellen Unternehmen florieren in Baldurs Tor ebenso wie der Rest. Schön. Die fleckigen, abgenutzten Seiten sind voller Reiseratschläge, die offenbar seit Jahrzehnten veraltet sind. Wer aus dem östlichen Landesinneren an die Küste reisen möchte, nutzt meist die Stiegstraße. Sie verläuft parallel zum Chionta und bietet eine durchgehende Landroute von Elturel bis nach Baldurs Tor. Für Reisende stellt sie eine verlockende Alternative zu den Barkassen auf dem Chionta dar. Ein Teilstück der Straße, etwa auf halbem Wege zwischen Elturel und Baldurs Tor, hat sich in den letzten Jahren zu einer Enklave für die Anhänger der Selyn entwickelt. Ein recht prunkvoller Tempel liegt am Straßenrand. Um ihn herum ist ein ganzes Dorf gewachsen. Mondhafen, in dem müde Reisende eine Unterkunft und etwas zu essen finden. Weiter östlich liegt die Zitadelle der Türme des Mondaufgangs, für die Reisende und Waren ein Zoll zu entrichten ist. Manch einer ist versucht, die Straße zu verlassen, um sich den Zoll zu sparen. Viele davon zahlen aber, ob der Banditen und anderen Gefahren abseits der Straße, letztlich einen noch höheren Preis. Immer in der Mitte. Größte Freude im Laben war nicht die Schauspielerei, sondern das Sein. Wenn man sich entscheidet, einen Charakter zu spielen, trägt man nicht nur eine Maske. Man nimmt einen kleinen Teil von dessen Seele in sich auf. Wenn man im Innersten noch ist, man verändert sich dadurch ein wenig. Ja, machen wir ja im Grunde gerade auch. Schade. Ich darf leider nicht an die Truhe. Seems simple enough. Ein Auszug aus Metatext. Rückprall von Josefa Elgen, einer Gelehrten der Kirche von Denia. Zumindest bis sie wegen ihrer ketzerischen Bemühungen exkommuniziert wurde, den Metatext zu rekonstruieren, die Annalen des verlorenen und verborgenen Wissens ihres Gottes. Neben ihrem Monopol als größte private Armee des Kontinents ist der noch größere Erfolg der modernen Zentarim vielleicht, welch sauberes Bild von sich sie der Welt präsentieren. Die meisten sehen in ihnen einfach eine effiziente, wenn auch skrupellose Söldnertruppe. Kaum niemand ahnt etwas von den dunklen Wurzeln des schwarzen Netzwerks. Als Kult zu Ehren des düsteren Gottes Bane, der einst alles daran setzte, alle Völker durch seine Tyrannei zu knechten. Viele Zentarim spotten nur, wenn man sie mit dieser Tatsache konfrontiert. Sie sagen, das seien völlig übertriebene Verschwörungstheorien und die einzigen Götter, zu denen die Zentarim heute noch beteten, seien Profit und Macht. Das heißt jedoch nicht, dass die Organisation ihre dunkle Seite vollkommen abgelegt hat. Neben der geballten Faust ihres Militärs gibt es noch eine weitere Hand, die in den Schatten dafür sorgt, dass das Netzwerk selbst in Friedenszeiten profitiert. Denn ebenso wichtig wie der Transport von Truppen ist der Transport von Waren, legal wie illegal. Keine Grenze und keinem Markt sind für jene mit dem Siegel des schwarzen Netzwerks je wirklich geschlossen. Interessant, dass man so ein bisschen was von den verschiedenen Gruppen lernt und erzählt bekommt. Darf ich auch nichts öffnen. Jetzt haben wir noch ein Buch. Hat euch je ein Gott das Blut gewechselt? Es ist grauenhaft, selbst für jene, die es wünschten. Doch wenige Tieflinge wünschten, dass Asmodeus ihre Körper fordert. Man ließ ihnen nur keine Wahl. Nicht, dass wir von diesem Zug des Erzteufels beliebt gewesen wären. Unser Volk musste sich schon immer gegen den Namen Teufelsbrut zur Wehr setzen, als würde ein einziger Tropfen höllischen Ikors einen unweigerlich verderben. Höchst amüsant, wo so viele andere doch bereitwillig ihre Seelen an Dämonen verkaufen, ohne dass ihre Kultur als Ganzes dafür verdammt wird. Aber wie sollen wir uns rehabilitieren, wenn das Verbrechen nicht unseres war? Ich würde ja jedem Hexenmeister, der an Asmodeus verfluchtem Ritual beteiligt war, eine Klinge ins Herz rammen. Aber persönliche Rache kann den Willen eines Gottes nicht ungeschehen machen, schon gar nicht den des Herrn der Lügen. Wenn einen jeder für einen Dieb und Ketzer hält, ist es verlockend, einer zu werden. Mich hält nur eines davon ab, das Wissen, dass es Asmodeus größter Wunsch ist, dass wir alle in Ungnade fallen. Man sollte sich
und selbst ein Bild von den Menschen machen. Oder in dem Fall von den Tieflingen. Ja. Ah, hier sehen sie mich auch nicht, glaube ich. Hier können wir wieder looten. Ja. Jetzt steht sie im Weg. Hallo? So. Sieht doch keiner, so. Not for communal use, it seems. Ja, Entschuldigung. Ich wollte ja nur mal reingucken. Mal sehen, wo es hier lang geht. Ah, ja, okay. Und wir sind von da gekommen. Dann habe ich es also doch hier hoch geschafft. Hallo? Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put up a fight. Mhm. Wirklich, ich sehe nicht so viele Soldaten. Ja, stimmt schon. We're tougher than we look. We've survived persecution, survived Avernus. Who knows? Some of us might even make it to Baldur's Gate. Wer die Hölle überlebt, überlebt auch das. Jo. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest of us lasting long out there. But if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Wie wollt ihr mein Gold kassieren, wenn ihr tot seid? I'm sure you're good for it. Just leave the gold on my corpse. After seeing you at the gate, I'm sure you'll last longer than us. 10 Gold, ich meine... Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. Hoffentlich. So many ways to die. 10 Gold war jetzt nicht so viel. Brauchen wir nur einen Goblin looten, dann haben wir das wieder drin. Könnt bestimmt drüber springen. Aber ich will mich hier noch weiter umgucken. Ich bin ja hier noch gar nicht fertig. Also ich gehe schnell wieder zurück. So. Und dann mache ich hier weiter. Mhm. How long do you think we've got before the goblins come? Neue Einträge. Oh je. Also da kam einiges zusammen. Die haben wir schon abgeschlossen. Ich wollte sagen, hier, Lae'zel wollte doch mit ihm reden.
goblins, druids. This grove is a death trap. Grab what you can and get out. That's my advice. Okay. What to bring? Children, look who's here. Step, parry, strike, damn it! It's just not landing. Ergebt euch lieber. Das Übungsziel kämpft besser als ihr. You have a better way? 'Cause I'm all ears. We need to be ready for a fight. But I'm useless with a sword. Mal gucken, ob das funktioniert. Ob wir seine Gedanken wahrnehmen können. Gerade noch so. He was only a boy. And I just froze while the wall tore his head clean off. Never again. Mhm. Ja, ihr braucht einen klaren Kopf. Vergangene Fehler sind unwichtig. Nur das Ziel zählt. You're right. I need to clear my head. And step, parry, step, step, swing. Yes! You really know what you're doing. Found this by the road. Bet you'll put it to good use. Verkündet nicht, was ihr machen wollt. Das verdirbt dem Feind die Überraschung. Oh, yes. I'll bite my tongue when the time comes. Hopefully, it's just the goblins we have to worry about. The druids are treating us like vermin. But I'll keep at it. Thank you. Die Streitaxt haben wir bekommen. Da ist sie. Ja, gut. The Blade of Frontiers. What a thrill for the children. They're tough kids. Smart, too. The future's in good hands. Jetzt? The Blade of Frontiers. What a thrill. That's... Mit ihm vielleicht? Go on. Give me a best shot. Not bad. Again. I can't do it. I'm not like you. Umi, I don't need you to be like me. You just have to buy enough time to run. Come on. I believe in you. You can do this. You're on the right path, Umi. Go on now. Practice what you've learned. Well met. The Blade of Frontiers at your... The man's smile bends downward, and his thoughts become yours. You are the Blade of Frontiers, racing through the wastes of Avernus. Just ahead, a diabolical figure, red skin, single curled horn, blazes with flame, bloodied great axe held. Hell's great fires. You were on the ship. Ja, und kurz und knapp, wir sind beide von Parasiten befallen. Doomed to shed our skin and become a lithid, or so the stories go. But we haven't sprouted any tentacles. Not yet, anyway. Could just be good luck. I'm not so... Your minds collide once more. Will chases the fiend ignited with rancor.
She is an infernal war devil, a threat to the living, evil incarnate. Shit! You saw her. Advocatus Diaboli. Advocatus Diaboli, a devil's advocate, a champion in the blood war between diabolical forces and demons. Wer ist sie? Her name is Karlak, an archdevil soldier I swore on my good eye to kill. I tracked her through the hells to the Mind Flayer ship, but the damned Illithids infected me before I could end her. She's out there now, preying on the innocent. I don't kill her, she'll leave behind nothing but a trail of corpses. Ich suche nach einem Heilmittel für diese Infektion. Just so you know, my first duty is Karlak. I'm oath-bound to go after her. But I won't deny this infection is bothersome. I accept your invitation. You'll need to make room if you want to partner up, though. Still, when the time comes, call for the blade. I won't be long to answer. Jo, dann geht mal in mein Lager. A splendid plan. We'll talk more there. Redet jetzt mit uns? I saw you at the gates. You fight well. A few words for the kids? Spare a story or two. Ja, das sind doch nur Kinder. Warum lehrt ihr sie zu kämpfen? Tränkt das Schlachtfeld mit Blut, heißt den Tod willkommen. Seid stark und wacht über eure Sippe im Vertrauen mit. Ich speichere mal. Also eigentlich würde ich sagen, tränkt das Schlachtfeld mit Blut. Aber wie reagieren sie denn, wenn ich ihnen sage, es werden alle sterben? Oh. Good job. Little ears here far. I'd better take care of this. Okay, sorry. Kann ich sie aufmuntern? You're wrong. I'm not going to get killed. Not by stupid goblins. Not by anyone. Das ist doch eine richtige Einstellung. You think we're not tough enough to defend ourselves? I've been training for days. Leave me alone. Okay, sorry. Also die ersten beiden nehmen mir das anscheinend nicht so krumm, weil die sind tough. This place is a bloody death trap, not a sanctuary. You should clear off while you can. Aha. Sehe ich genauso. Okay. Something's off. This creature isn't what it appears to be. Moo! Oh, the waiting's getting to me. Der Ochs hat gerade gesprochen, oder? Also. Hier kann ich sonst nichts. Sure I care for the way that ox is looking at me. He stares right past you, as if you're invisible. Or boring. Ist in Ordnung? Auch krummeln? He's still staring right past you.
ich jetzt umdrehen oder einfach weggehen? Ja, und jetzt? Ich wollte ja noch. Nee. Zum Lager? Lager. In deinem Lager kannst du eine lange Rast einlegen und deine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehungen mit deinen Gefährten weiterentwickeln, später deinen Charakter ändern und weitere Anhänger rekrutieren. Okay. Ja, hoppla. Ja, hallo. Dich kennen wir doch. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. Was kann ein Skelett zu bieten haben? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Okay. Und was für Kosten? A matter of coin. 200. Eine Klasse ändern? Kann seine Klasse ändern? Okay. Habe ich noch nicht vor? Then I shall wait here patiently until it is acquired. Das ist aber sehr nett. Das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. Kann ich noch was anderes fragen? Not this one, nor this one, and this one are less worthy still. Was tut ihr da? Righting the balance. Beyond mortal realms, there doth exist an amalgamation of spirits akin to thine own, ensnared by the treacherous cult of the Absolute, felled in its name. They bear great discontentment with their destiny. For a mere pittance of coin, I might summon the worthiest among them to lend aid to thy undertaking. Werden diese Mietlinge bereitwillig zu mir stoßen? Most willingly, forsooth. Their passions doth run deep for what hath been wrought upon them. Glaubt ihr, ich kann diesen Kultisten trauen? Suspicion always haunts the guilty mind. My services are all that I can proffer thee. What thou wilt do with them is for thee to undertake. Very well. Ah, okay, na gut. Bin dafür zu geizig. Gibt's hier noch was? I've known a few warlocks in my time. Talented, of course, though sometimes too eager to listen to the devils on their shoulders. Comes with the territory, unfortunately.
Erzählt mir mal ein wenig über euch. Let's see. I hail from Waterdeep, city of splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Mhm. Erzählt mir mal was über eures wahres Ich. Certainly. That I have a great respect for privacy, for instance, especially my own. Versuchen, in seinen Verstand zu spähen? Nein. Aber es tut mir leid. I question the wisdom of that decision, but so be it. Ja, vielleicht kommst du ja später wieder. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Ja, ich brauche leider den Platz. Es tut mir leid. The Blade of Frontiers at your calling. Wie kam es dazu, dass ihr zur Klinge der Grenze geworden seid? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. I was hunting near the Cloakwood when I heard it. A child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Was ist aus dem Jungen geworden? I left him with his uncles. 5 years on, and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Habt ihr dabei euer Auge verloren? It was an even bloodier day, and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone, used to confer with distant contacts. Aha, ist euer Auge nicht ein Sendestein? A sending stone? Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Will is keeping something from you. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Nein. Das auch nein. Gladly. What else is on your mind? Wie kommt es, dass ihr einen Teufel jagt? Karlach's fires raged in Baldurs Gate before she escaped to Avernus, as my source told it. And she was planning to return. One of the archdevils Zariel's own. Chaos incarnate, a devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlach might be taking, the damage she might be doing. Wer ist diese Kontaktperson? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Na gut. All right. What else is on your mind? I've come to know a fair few village clerics, but none with the skill to pull these worms from our heads.
From what I understand, there's a healer called Nettie in the Grove. Perhaps she's got the talent. We should pay her a visit. Machen wir. Hallo. The Githyanki people have a word for men like the Blade of Frontiers. Shalak. Roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, benevolent burden. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Seid ihr sicher, dass eine Gruppe der einzige Weg zur Heilung ist? Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Sathisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlaakith herself, that we may gain total understanding. Bücher sind so fehlbar wie die sie schreiben. Not books, but slates. Wisdom so profound it is etched into stone. Truth as perfect as the queen who decreed it. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant order turns to chaos and cold fires rage. The planes are ever quaking and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Ist dir viel über Gedankenschinder? I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. Wisst ihr, was ohne Heilung aus uns wird? Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Ein widerliches Ende, das ich vermeiden möchte. Words forged in steel. May your actions express the same metal. We must find my kind and be rid of the parasite. It's as simple as that. The first symptoms should have long since started, though. That is what puzzles me. Warum besorgt es euch, dass wir uns nicht verändert haben? Yes, if you give it no further thought. But anomalies lead to surprises. Bad surprises. Besides, what hasn't happened may yet come to pass. Eure Züge sind ungewöhnlich. Githyanki sind hier nicht gerade häufig. I expect I am your first. Ich habe davon gehört, aber noch nie welche getroffen. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Eure aufwärts gebogene Fledermausnase ist auch nicht hübscher. Better is an opinion, but mine is certainly more economical, disciplined, dignified. Hey, kommt doch in meine Gruppe. It is done. Ja, super. Dann beende ich die Folge an der Stelle. Ich mache nachher noch den Stufenaufstieg mit ihr und rede mit unseren anderen Verbündeten und dann geht's zurück in den Smaragdhain. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, kommentiert das Video und lasst auch gerne eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao!